Hi, ich bin Dominik von Dusu und neben mir ist die bezaubernde Maggie. Hi. Und wir wollen euch mal einladen, bei unserem Unterricht zuzuschauen. Ich werde Maggie nämlich heute ein bisschen was auf dem Klavier zeigen und will euch gerne dabei zeigen, wie ich dabei Dusu im Online-Unterricht benutze, inklusive der ganzen Möglichkeiten, die wir hier haben. Hast du Bock, Maggie? Total. Sehr schön. Dann würde ich sagen, öffnen wir mal ein neues Stück für dich. Ich gehe hier in meine Medienbibliothek und ganz oben habe ich schon die Noten von Cantaloupe Island reingeladen. Die Medienbibliothek ist der Ort, wo ich generell alle meine Noten habe oder auch Aufnahmen, die ich vielleicht im Unterricht benutze. Und aus der Medienbibliothek heraus kann ich jetzt auch ganz einfach diese PDF öffnen. Und wenn ich auf diese beiden Ringe da oben klicke, dann dürfte das Blatt auch bei Maggie auftauchen. Ja. Ich mache es dir mal ein bisschen größer, ich glaube, dann kannst du es gleich besser erkennen. Denn du musst ja jede einzelne Note gleich gut sehen können. Wir wollen auch nicht das ganze Stück spielen, sondern beschränken uns mal wirklich nur auf die erste Reihe heute. Ansonsten dauert das Ganze hier ein bisschen zu lang. In der ersten Reihe siehst du ja schon in der rechten Hand sozusagen oder eher im Violinschlüssel passiert nicht ganz so viel. Mhm. Dagegen haben wir aber im Bassschlüssel gleich 2 Stimmen, die gleichzeitig laufen. Das, worum wir uns jetzt als erstes kümmern wollen, ist diese Bassstimme hier unten. Ja? Alles, was ich hier gerade anmarker, deswegen nickt Maggie auch schon so brav, kann sie natürlich bei sich auch sehen, wodurch das Kommunizieren auf jeden Fall viel leichter wird, als wenn man jetzt genau beschreiben müsste, welche Note man meinte, die dritte Note von rechts und so weiter. So wird das viel einfacher. Ich würde sagen, ich öffne dir mal unser Dusu-Klavier. Mhm. Maggie hat nämlich eine MIDI-Tastatur vor sich stehen, eine ganz kleine, kompakte Tastatur. Die ist über USB an ihren Computer angeschlossen. Und das ermöglicht uns aber, dass ich natürlich hören kann, was sie jetzt gleich spielt, aber auch sehen kann, was sie spielt. Jeden einzelnen Tastenanschlag. Wir schauen uns das mal an, während du die Bassstimme versuchst zu spielen. Alles klar. Let's go. Ja, das klingt schon ganz interessant, aber du merkst, glaube ich, selber, irgendwas ist nicht ganz richtig, ne? Ich zeig dir mal was. Schau mal, die Note, die ich hier gerade angemarkert habe, jetzt noch mal ein bisschen deutlicher, da ist noch was dabei. Ah, das ist ein B, ja klar. Genau, das ist ein kleines B dann davor. Ein S, oder? Genau, wir spielen also kein E, sondern ein S. Und übrigens für alle, die zuschauen, auch Maggie kann jetzt natürlich sehen, was ich hier gerade spiele, denn auch ich habe mein Klavier per USB verbunden und so kann sie alles sehen und hören, was ich hier tue. Also geht die Bassstimme insgesamt so. Ja, versuch mal eben das nachzuspielen. Ja, wunderbar. Die Noten waren schon ziemlich gut, der Rhythmus an sich auch schon ganz okay. Ich würde sagen, wir spielen es trotzdem mal zum Metronom. 95 ist eigentlich ein ganz gutes Tempo. Das Metronom habe ich hier direkt in den Dusu-Apps integriert. Und über diese beiden Ringe, die wir auch schon aus dem PDF-Fenster kennen, kann ich jetzt auch das Metronom auf Maggies Seite fernsteuern. Das heißt, sie muss nichts machen, außer natürlich sich ganz viel Mühe geben. Und ich kann das Metronom in Geschwindigkeit steuern, ein- und ausschalten. Und diese ganze Latenz, die wir zwischen uns haben, durch die großen Weiten des Internets und diese riesige Verzögerung, wird damit umgangen, weil das Metronom im Prinzip von mir kontrolliert auf ihrem Computer sozusagen jetzt abgefeuert wird. Ich starte das Metronom einfach mal. Du versuchst mal, den Bass dazu zu spielen. Ich gebe mein Bestes. Sehr gut. Ja, wunderbar. Herrlich. 4 Takte reichen und schon. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Ich mache es trotzdem mal ein kleines bisschen schneller, um dich mal zu fordern. Mal gucken, wo es so hingeht. Okay? Nochmal im schnelleren Tempo. Ja, sehr cool. Okay, das klappt schon mal. Dann wollen wir uns noch was anderes anschauen. Und zwar gibt es ja, wie ich eben schon gesagt habe, hier
Diese zweite Stimme, die dann noch im Bassschlüssel aufgeschrieben ist, die spielt man natürlich dann letztendlich mit der rechten Hand. Die linke Hand spielt den Bass, die rechte Hand diese Mittelstimme. Ich spiele dir mal ganz kurz vor, wie diese Mittelstimme so klingt und öffne gleichzeitig mal den Rekorder und nehme auf, was ich hier spiele. Warum? Das werdet ihr gleich sehen. Erstmal spiele ich dir das eben vor, ja? 1, 2, 3, 4, 1. Soweit klar? Ja. Oh, hast du schon mal gehört, würde ich sagen, oder? Ja. Du kannst ja auch mal versuchen, das nachzuspielen. Ah, okay. Genau. Das sind die Töne, ne? Nee, da. Genau, das ist es. Sehr gut. Versuch ruhig mal zu spielen. Genau. So. Ja, herrlich. Die Aufnahme, die ich gerade gemacht habe, während ich das gezeigt habe, lade ich jetzt auch in meine Medienbibliothek hoch. Schließe die Apps wieder, öffne die Medienbibliothek und sehe, dort ist die Aufnahme schon angekommen. Die heißt Cantaloupe Mittelstimme. Und auch die kann ich genauso wie die Noten einfach aus der Medienbibliothek heraus öffnen. Dann erscheint dieser Player, den, wenn ich hier auf diese beiden Ringe wieder klicke, auch Maggie sehen kann. Ja. Ich spiele mal die Aufnahme ab, die ich gerade gemacht habe. Ja, also diese Mittelstimme, und spiele jetzt mal den Bass dazu. Dann kannst du mal hören, wie das klingt. Okay? 1, 2, 3, 4, 1. Und das, was ich jetzt gespielt habe, sollst du mal versuchen nachzumachen. Also die Mittelstimme kommt jetzt von der Aufnahme, du spielst den Bass dazu. Und damit das Ganze möglich wird, kann ich auch diesen Player, genauso wie das Metronom eben, auf Maggies Seite fernsteuern. Sie muss also auch wieder nichts tun. In diesem Fall muss ich allerdings unten diesen Schalter umlegen, der bestimmt, wer jetzt gerade spielt. Entweder der Lehrer, wenn der Schalter links steht, oder auf der rechten Seite spielt der Schüler, und dann hören wir den Player, ähnlich wie das Metronom eben, sozusagen auf Maggies Rechner, und sie kann synchron dazu spielen. Und wir können hören, wie schön das Ding klingt. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann geht's los. 1, 2, 3, 4, 1. Genau. Ja, jetzt, wo du die richtige Oktave gefunden hast, ist es schon ganz gut. Allerdings fand ich es noch ein kleines bisschen hakelig. Ich würde mal das Playback ein kleines bisschen langsamer noch schalten. Ich kann nämlich die Tonhöhe von dem Playback verändern, also bis zu einer Quints nach oben oder nach unten transponieren. Das brauchen wir nicht. Aber ich kann es sogar bis auf die halbe Geschwindigkeit reduzieren. Ich würde mal sagen, 90% reichen uns schon. Wir starten es also jetzt noch mal ein kleines bisschen langsamer. Du probierst noch mal dazu zu spielen. Und los. 1, 2, 3, 4, 1. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, du bist bereit, um zum Abschluss nochmal das Originaltempo zu probieren. Okay. Okay? Alles Los klar. geht's. 1, 2, 3, 4, 1. Wunderbar. Ein kleiner Applaus für Maggie. Und bevor wir die Stunde hier beenden, will ich dir natürlich deine Hausaufgabe noch mitgeben, beziehungsweise alles, was du dafür brauchst. Ich würde nämlich gerne, dass du bis zum nächsten Mal die beiden Stimmen mal übst. Also natürlich die Bassstimme noch ein bisschen, gerne zu der Aufnahme, und auch die Mittelstimme ruhig nochmal. Und dazu teile ich dir mal eben die Noten und meine Aufnahme von eben. Das kann ich nämlich in der Medienbibliothek über dieses kleine Symbol hier machen, dieses kleine Männchen. Wenn ich da drauf klicke, erscheint eine Liste aller meiner SchülerInnen, und ich kann einfach hier bei Maggie den Haken machen und das gleiche mit der Mittelstimmenaufnahme. Und in dem Moment hat Maggie diese Aufnahme und die Noten bei sich im Ordner mit mir geteilt.
kann darauf jederzeit zugreifen, auch außerhalb der Stunde. Es gibt also keine Ausreden mehr, dich nicht vorzubereiten fürs nächste Mal. Und dann bedanke ich mich bei dir, dass du dein Talent mit uns geteilt hast. Ich danke euch fürs Zuschauen und vielleicht habt ihr ja Lust, Dusu mal selbst auszuprobieren. Dann geht einfach mal auf dusu.com, könnt ihr euch ganz kostenlos registrieren als Lehrerin oder Lehrer und einfach mal eure SchülerInnen einladen und ein wenig rumprobieren. Und hoffentlich habt ihr durch diese kleine Vorführung so ein paar Inspirationen gewonnen, wie das so aussehen könnte. Vielen Dank, Maggie. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.